werde nach Ibiza fliegen. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich fliege nach Ibiza alleine und ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich das wirklich tue. Denn erstens, ich bin noch nie alleine geflogen. Ich bin noch nie so weit weg gewesen alleine. Also Dänemark, ja, meistens war ich in Dänemark alleine. Ich gehe auf ein Woman Retreat, 5 oder 6 Tage mit 28 Frauen, die ich nicht kenne, die nur Englisch sprechen, was mich auch ein bisschen überfordert. Ich werde danach noch 3 Tage mit dem Van in Ibiza rumcruisen. Ich habe mir einen Van gemietet. Ich habe keinen Plan für dieses Video. Das wird vielleicht ein kleines chaotisches Video. Ich habe hier einen Wäscheberg. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe noch keinen Koffer gepackt. Wir haben übrigens heute Samstag. Und Montag richtig früh fliege ich. Eigentlich bin ich total der strukturierte Mensch und fange solche Sachen immer richtig früh an, weil ich Zeitdruck über alles hasse. Ich wünsche euch wirklich vom Herzen so unendlich viel Spaß bei diesem Video. Ein bisschen Erholung, ein bisschen Ablenkung, was auch immer ihr gerade braucht. Und ja, lasst uns dieses Video hier starten. Das hier ist übrigens der besagte Wäscheberg. Also das ist alles frische Wäsche. Ich muss das alles mal zusammenlegen. Und auch so, naja, sieht es hier so ein bisschen bescheiden aus, würde ich jetzt mal sagen. Oh, Cassie! Hier! Ich habe eigentlich noch soweit alles bekommen, was ich noch brauchte. Ich habe noch gerade ein Paket bekommen und ich glaube, das ist ein T-Shirt und eine Kette. Habe ich letztens irgendwie auf Instagram gesehen und die hat so unfassbar schöne Ketten gemacht. Ich zeige euch das mal. Guckt euch mal dieses süße T-Shirt hier an. Ist das nicht süß? Ich glaube, der Shop heißt Art Inspired by Nature. Ich schreibe es mal irgendwo hier hin. Richtig süße Sachen, wirklich. Ich bin total verliebt und guckt euch mal diese schöne Kette hier an. Ach, wie schön. Richtig schöne, perfekte Größe. I love it. Richtig toll. Bevor ich jetzt alles einpacke, zeige ich euch einer meiner liebsten Outfits. First look. Ist das nicht süß? Ah! Next look is this here. Mit einer ganz lockeren Hose, so dass ich mich schön bewegen kann. Next one ist dieses Outfit. Ich weiß nicht, ob ich das Oberteil dazu anziehen werde, aber ich liebe diesen Rock. Der ist so richtig schön locker, flockig. Und ja. Und das hier ist der letzte Look. Ich finde ihn einfach so schön. Es sieht vielleicht auf den ersten Blick irgendwie so ein bisschen Kartoffelsackartig mäßig aus, aber ich lieb's. Ich lieb's, dass es so schön frei und offen ist und nirgendwo etwas zuckt. Und gerade wenn man irgendwie noch eine Tasche oder so dazu kombiniert, in der Stadt damit rumzulaufen, finde ich, sieht es dann auch wieder ganz anders aus. Wir packen jetzt mal den Koffer zusammen. Oder ich hole eher gesagt erstmal meinen Koffer. Im Endeffekt packt man ja sowieso immer viel zu viel ein. Das sind 1,5 Wochen. Genau 10 Tage. Das heißt, für genau 10 Tage brauche ich Outfits.
Wir haben Sonntagabend. Ich glaube irgendwie schon 9:30 oder so. Und in ein paar Stunden fliege ich ab. Ehrlicherweise ging es mir heute überhaupt nicht gut. Ich war richtig unmotiviert und hatte super viele Sorgen. Und ich dachte, diese ganzen Gedanken nehme ich jetzt einmal zusammen und teile sie mit euch, weil das ist natürlich auch ein Teil der Reise. Nicht nur, dass ich diese wunderschönen Momente eventuell vielleicht erleben werde, sondern auch, was meine Struggles sind und wovor ich Angst habe. Ich glaube, der erste Punkt und der wichtigste und größte Punkt eigentlich für mich ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin ziemlich orientierungslos. Es ist ein Direktflug, aber dann mit der Fähre noch weiter zu kommen und mit einem Taxi rumzufahren. In meiner Sicht jetzt fühlt es sich ein bisschen überfordernd an und ich komme mit diesem Gefühl nicht ganz so gut klar. Schaffe ich es nach Ibiza und wird es nicht zu stressig und komme ich alleine mit diesem sachlichen, keine Ahnung, Orientierung und was weiß ich, alleine hin. Der zweite Punkt ist meine Englischkenntnisse. Ich bin der Meinung, dass ich mich eigentlich ganz gut verständigen kann in Englisch, aber trotzdem, wenn es um Gefühle geht, wenn es darum geht, sich zu äußern, darüber zu sprechen, was man wie, wo, wann gefühlt hat mit anderen Frauen vor allem. Es sind so welche Gedanken wie, Gott, dann sitze ich da in dieser Runde und wir sollen vielleicht oder haben irgendwie eine Aufgabe oder so und sollen die beantworten. Ich habe die aber überhaupt nicht so richtig verstanden. Im Endeffekt weiß ich auch, dass es gar nicht irgendwie darum geht, dass man das perfekte Englisch kann, weil es geht vielmehr um die Energy, keine Ahnung, mit Frauen zusammen zu sein, für sich selbst zu sein, dass man einfach für sich ganz, ganz viel mitnehmen darf. Das sind so die zwei größten Punkte und ich glaube, was noch so ein wichtiger Punkt ist, ist so im Allgemeinen, habe ich alle Sachen mit. Ich habe das Gefühl, ich habe mich heute auch ultra davor gedrückt, irgendwie weiter zu packen, weil ich das Gefühl hatte, ich vergesse eh was oder keine Ahnung, ich bin dann irgendwie aufgeschmissen, weil ich das und das vergessen habe und deswegen will ich mich irgendwie gar nicht richtig damit beschäftigen. Ja, meine Mama holt mich um 3 Uhr morgens ab. Und dann geht's auf zum Flughafen. Meine Gedanken erstmal. I should have locked the gates. I should have thrown away the key. And I'll be fine with this, to be the end for you and me. Now you pour out of me, 'cause I've been under your spell. I flush it out to sea, and hope someday I can repel. Even if we wake the dead, you're causing all the troubles buried in my head. What was I supposed to do? Was barely standing when you fell into my arms again. You fell into my arms. Been through all this before, one with a silver spoon and crown. You see an open door and feel free to run me down. Ich muss gerade eine Erkenntnis teilen, die ich gerade hatte, als ich die Pizza gegessen habe. Ich habe mich gerade hier hingesetzt an diesen Stein und wollte das kurz mit euch teilen. Wisst ihr, jeder in diesem Restaurant war
mit seiner Freundin oder Familie oder Freund oder was auch immer da. Und ich dachte mir nur so, wäre ich jetzt auch gerne mit jemandem hier? Hätte ich dieses Retreat vielleicht mit einer Freundin machen sollen, wie ich mich gerade wirklich fühle, alleine. Ehrlicherweise habe ich dann gedacht, eigentlich wünsche ich mir gerade nur das, weil ich mir genau dann diese Fragen stellen kann. Also diese Fragen, brauche ich überhaupt jemanden, um Gesellschaft zu haben, um eine schöne Zeit zu haben, um einen schönen Retreat zu haben? Brauche ich jemanden anderes? Bin ich von jemandem anderes abhängig? Und ganz ehrlich, nein, ich kann mir genauso eine wunderschöne Zeit machen, auch alleine. Ich weiß, dass ich am Ende dieses Urlaubs wieder mich ein Stück weit mehr kennengelernt habe und dass es zu 1.000.000% wert ist. Deswegen finde ich das total schön. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade schon dabei, etwas zu packen, denn heute verlasse ich dieses Zimmer wieder hier und fahre auf den Retreat. Wir haben es jetzt 10:30 ungefähr, um 11 muss ich hier raus sein und um 15 Uhr fängt das Retreat an. Das heißt, ich muss 4 Stunden noch irgendwas anderes machen. Ich kann Gott sei Dank meine Koffer an der Rezeption lassen. Und dann werde ich wahrscheinlich erstmal etwas essen gehen, frühstücken gehen, denn ich habe echt Hunger. Und vielleicht entspanne ich einfach dann noch am Strand. Ich habe auf jeden Fall Strandsachen eingepackt. Ich muss noch mein Bikini mitnehmen. Gut, dass ich mich daran erinnere. Und das mache ich jetzt kurz. Ich bin super, super doll aufgeregt. Wirklich, ich bin ganz, ganz doll aufgeregt, weil ich keine Ahnung habe, was mich erwartet. Aber ich glaube, das ist vollkommen normal. Ich meine, ich habe euch geteilt, meine Sorgen bevor, so diese ganzen Orientierungssachen, dass das mir eigentlich am meisten Angst macht. Und das war das Einfachste überhaupt, wirklich. Wenn ich jetzt mit meinem Vergangenheits-Ich sprechen könnte, würde ich sagen, ey, easy peasy. So locker, es ist gar kein Problem gewesen. Ich musste noch nicht mal nachfragen. Also ich musste noch nicht mal irgendwie nach dem Weg oder nach irgendwas fragen. Es war vollkommen offensichtlich, vollkommen klar. Und irgendwie, ja, obwohl es so leicht war, bin ich doch irgendwie stolz auf mich. Oder ich darf wirklich stolz auf mich sein. Weil manchmal denkt man sich so, ja, das ist doch gar kein Grund, irgendwie stolz auf sich zu sein, weil es war so einfach oder es ist doch sowieso selbstverständlich gewesen. Und in der Situation war es auch selbstverständlich, aber einen Tag zuvor habe ich super doll Angst davor gehabt. Also kann ich auch mal kurz mich appreciaten für diese, ja, für diese Überwindung.
So. Ich hatte gerade total ein, glaube ich, Breakthrough Point. Und ich wollte eigentlich gerade zum Essen gehen, aber ich dachte, nein, ich muss das gerade aufnehmen. Ich bin in diesem Retreat gegangen mit so vielen Ängsten, mit so viel Neuem. Alleine in einen Flieger steigen, alleine in einen Retreat, alleine mit so vielen Frauen. Das erste Mal so richtig Englisch sprechen, nur Englisch sprechen. Ich war sehr, sehr angstvoll. Und wir haben jetzt den 3. Tag vom Retreat und ich habe sehr viel Inner Work with... Ich switch schon die englische Sprache. Ich habe sehr viel innere Arbeit mit mir gemacht, aber nicht so viel mit den Frauen. Und das hatte auch einen bestimmten Grund, weil ich einfach Angst hatte zu sprechen. Angst hatte wegen meinem Englisch, wegen diesen großen Blockaden und wegen meinen vergangenen Erfahrungen in der Vergangenheit. Wenn ich in einen neuen Kreis komme, vor allem mit Frauen, habe ich immer Angst davor, verurteilt zu werden für das, was ich bin. Es war wegen einem bestimmten Erfahrung, die ich damals in der Schule gemacht habe, ausgeschlossen zu werden, immer gefragt zu werden, warum ich so traurig gucke, warum ich so bin, wieso bin ich denn nicht mehr glücklich, keine Ahnung, einfach immer das Gefühl hatte, ich bin einfach nicht richtig so, wie ich bin. Seitdem ist es wirklich nicht rausgegangen, dieses Gefühl von, Fenja, irgendwas stimmt nicht mit dir, irgendwie bist du zu emotional und meistens habe ich mich dann immer versteckt. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen in mein Zimmer oder in ein Badezimmer oder wo auch immer ich gerade war und habe einfach nichts gesagt und habe ganz viel geweint. Die Sessions, die Workshops, die wir hatten, die waren sehr heilsam für mich, aber ich wusste, ich muss auch endlich daran arbeiten, mit anderen Frauen zu arbeiten und dass ich eigentlich hier die perfekte Gelegenheit habe. Jeden Morgen haben wir eine Teezeremonie und danach eine Writing Session, also wo wir journalen zu einem bestimmten Thema. Und heute war das Thema, ich zelebriere mich, weil. Ich habe es immer die ganze Zeit versucht, diese ganzen Writing Sessions auf Englisch zu machen, weil ich mich challengen wollte. Und es hat auch ganz gut funktioniert, obwohl die Anleiterin gesagt hat, ihr könnt es auch in eurer Sprache machen, wenn ihr euch wohler damit fühlt, wollte ich trotzdem sagen, nein, Fenja, du machst es einfach in Englisch. Und heute habe ich es auf Deutsch gemacht. Meine Intuition hat gesagt, teile es mit den anderen. Und ich glaube, nur 2 Leute verstehen Deutsch. Einmal die Anleiterin, also die das gegründet hat, Miriam. Und die andere ist eine Schweizerin. Das, was ich dort geschrieben habe, werde ich in einem Kurzfilm mit euch teilen. Weil es bedeutet mir einfach so unglaublich viel. Ich habe das dann geteilt und Miriam, die das verstanden hat, meinte so, oh mein Gott, das ist so schön geschrieben. Das klingt einfach wie Poesie. Ich so, Dankeschön. Und danach habe ich auf Englisch weitergeredet und ich weiß gar nicht mehr wirklich, was ich geredet habe, weil es wie in so einem Flow einfach weiterging und ich gar nicht mehr darauf geachtet habe, was ich in Englisch sage, sondern ich habe einfach gesagt, hey, ich muss ehrlich sein, ich hatte die letzten Tage einfach so Angst, Englisch zu sprechen. Ich hab geweint wie ein Wasserfall die ganze Zeit, weil ich so wirklich meine Wahrheit ausgesprochen habe. Hey, ich werde denn irgendwie still, wenn ich mich überfordert fühle und weine dann immer in einer Ecke, wo ich einfach unbeobachtet bin, aber mein Ventil ist meistens dann immer das Weinen. Und alle anderen Menschen haben irgendwie auch angefangen zu weinen, weil sie das so berührt hat und alle meinten so, ey Fenja, ich hatte keine Ahnung, dass du totale Schwierigkeiten mit der englischen Sprache hast, weil wenn du gesprochen hast, war alles total super und du hättest auch aus
England oder wo auch immer kommen. Und was ich dir einfach hiermit mit dieser Story auf den Weg geben möchte, ist, dass egal was du denkst von dir selbst, und es kann noch so negativ sein, denkst nur du. Denn es passiert alles nur in deinem Kopf. Und eben gerade hatten wir Brunch und so viele Leute sind auf mich zugekommen und meinten so, ey Finja, du bist so fantastisch. Egal was auch immer, wer auch immer dir das irgendwann mal irgendwas anderes eingeredet hat. Es tut mir leid, weil du einfach wundervoll bist und vor allem die Frauen, die jetzt gerade zugucken, wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle. Jeder hat die gleichen Probleme. Ich finde vor allem wir Frauen sind so oft irgendwie gegeneinander, sehen uns so oft als Competition und judgen uns und reden uns und guck mal die, weißt du, was die gemacht hat und oh, warum die, warum das. Hey Leute, bitte, lasst uns das doch alles irgendwie ein bisschen einfacher machen, wenn wir einfach die Weiblichkeit einfach zelebrieren, dass wir gemeinsam eine Schwesternschaft aufbauen, anstatt immer gegen uns zu arbeiten. Weil ich merke es selbst, wenn Frauen wirklich füreinander sind, das kann so heilend sein, es kann so befreiend sein und es ist einfach ein anderes Leben. Ja. Dieses Retreat ist lebensverändernd. Und ich bin so froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Irgendwie fühlt es sich so an, als ob dies das Ende ist. Ich bin nicht am Ende des Retreats, aber vielleicht werde ich in meinem nächsten Video noch ein paar Sachen sagen, noch zum Retreat. Aber es fühlt sich gerade so an, als ob dies das Ende ist und dass es wundervoll so ist. Ich freue mich ganz, ganz doll, nächste Woche Sonntag ein neues Video mit euch zu teilen. Denn dort werde ich alleine 3 Tage in ein Van in Ibiza rumfahren. Und ich freue mich da drauf. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare da rein, was auch immer das gerade ist, was es in euch bewegt hat. Und ja, bis nächste Woche.